Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute sind wir wieder mal hier beim Mofa-Kult im Hauptquartier, nennen wir es so. Und dann nach all diesen abenteuerlichen Custom-Umbauten und weiss ich was, Mad Max, Mofa-Auto, geht es wieder mal in die Essenz. Wir bauen eine originale Perlen auf. Was für eine? Zeige ich euch gerade nach dem Kaffee. Hallo! Die Bühne hier war übrigens schon vor mir da. Einmal Rost, bitte. Oh, Alter! Ups! Yes, also das ist ein Rixe Export Deluxe. So heisst das gute Stück. Das hat verschiedene Ausführungen von dem gegeben. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist irgendwo 56er Jahrgang. Der typische Rixe-Tank mit dem typischen Rixe-Rost. Die haben irgendetwas mit ihrem Chrom haben die nicht angebracht. Heisst, alles, was von Rixe ist und chromig ist, rostet. Die tun tatsächlich noch. Sieht man da echt? Das ist assengeil. Ja. Hier auch kein Denfeld, sondern ein Leopardsattel. Ein Leopard? Da läppert sich zusammen. Ich glaube, der bis hier rauf ist normal. Aber es gibt. Das ist das Erste, was der Thomas gesagt hat. Die musst du gerade irgendwo anschweißen, die wird das im ersten Treffen geklaut. Ja, Diebe! Jetzt müssen wir es finden. Achtung, jetzt kommt die wichtigste PS. Ja, komm! Ich glaube, ich bin schon einmal rundherum. Was sucht er? Da! Ah. Rixe. Originale! Was wir jetzt aber machen, ist, wie gesagt, eine Arbeit zurück zum Ursprung. Wir behalten das so, wie es ist. Sprich, die ganze Patina sieht natürlich sehr geil aus, wenn wir auch so erhalten. Darum gibt es heute meditativen Content, weil wir machen so ein Trollprojekt. Kannst du mal ein Projekt sagen? Projekt. Ein Overtroll-Projekt. Das heisst, wir nehmen das ganze Ding auseinander, müssen alles sauber putzen, alles anschauen, anschleifen und anschliessend mit Overtroll mit der Lackierpistole auftragen. Aber jetzt erstmal auf in die Werkstatt, auseinandernehmen und hoffen, dass alles einigermaßen zu Weg ist. Ich habe jetzt gehofft, du machst Handtaschenmodus. Jetzt zerlegen, schauen, dass wir alles irgendwie behalten, irgendwie ordnen. Der Marvin ist ja nicht da heute, das funktioniert vielleicht sogar. Grüße gehen raus. Und dann, ja, Stück für Stück das Ding auseinandernehmen. Das meiste ist weggekommen, problemlos sozusagen. Was wir jetzt noch haben, ist, die Vorbau will einfach überhaupt nicht raus. Wir probieren die Gabel irgendwie vorsichtig einspannen. Wir probieren es zuerst an dem Hobbyschraubstock. Sonst gehen wir dann an so einen Zimmermannstisch, probieren es dort. Und hinten das altbekannte Problem, Rixe, die haben hier irgendeinen Spezialdingsbums gemacht. Mit einer Welle, die eingestoßen ist. Die probieren wir nachher mal schnell an einer Presse rauszunehmen. Ich hoffe, es ist wirklich eine Achse, die hier durch ist. Und sonst see you bye. Also ihr habt es gesehen, ein kurzer Zwischenstand, wieso das Ding nicht weggekommen ist. Wir haben jetzt probiert, ich will jetzt nicht sagen wie, wir haben gewürgt, was gegangen ist. Wir haben jetzt hier mal schnell alles abgelöst. Und wenn man da jetzt den Rahmen weglupft von der Gabel, dann sieht man, sie ist hier abgeknickt. Man spürt es auch richtig gut. Da war mal irgendetwas, irgendein Unfall, irgendein weiss ich was. Darum ist auch der Vorbau gar nicht weiter runtergegangen. Den haben sie einfach so weit abgesteckt wie möglich. Fertig. Das heisst jetzt, als erstes mal schnell oben den Vorbau wegschneiden, abflexen. Kann man den ganzen Rahmen wegnehmen. Nachher dann hier unten, wo es noch gerade ist, abschneiden. Dann können wir beim Sieg ein neues Gabelrohr bestellen. Dann dreht uns das schnell. Stopfen hier, Gabelrohr drauf, verschweißen. Und dann haben wir hier wieder ein gäbiges Ding. Gut, vorne die Gabel weg. Jetzt probieren wir hinten die Achse die noch auszupressen. Mal mit minimem Druck auf den Press. Wenn es nicht geht, lassen wir es einfach zusammen, weil es wird ja eh nur Overtroll. Aber zum Putzen wäre es schon eigentlich noch gäbig. Gehen wir rüber. Tada! Also alle Teile haben wir jetzt auseinandergenommen, Schutzblech innen mal rausgewaschen und alles andere, was auch so ein bisschen dreckig war, innen einfach mit feinem Scotch ein bisschen rausgewaschen. Jetzt gehen wir unter den Kleinteilreiniger und gleichzeitig wie die Reinigung der verdreckten Teile wie der Kettenschutz
gehen wir gerade mit dem 1200er Schleifpapier. Machen wir kleine Stückchen und dann gerade einfach die ganze Oberfläche fein anschleifen. So Roststellen und so. Die kann man anschleifen, dann werden sie ein bisschen feiner. Und dann schlussendlich beim Versiegeln bleibt es auch schöner und nicht ganz so hügelig. Es wird jetzt eine langwierige Arbeit, aber fangen wir einfach an. So Jungs und Mädels, wir sind in der Werkstatt, Teile sind vorbereitet und schon lackiert. What? Leider einen kleinen filmtechnischen Unfall gehabt. Wir haben ein paar geile Aufnahmen vorher gemacht, vorher und nachher, wie das ganze Zeug vor dem Ovatrollen, nach dem Ovatrollen aussieht. Der Freddy hat dann aber die Kamera heimgenommen und seine scharfe Nachbarin gefilmt. Da hat er alles überschrieben und nichtsdestotrotz, wir sind jetzt da. Und es geht darum, noch eine letzte Schicht Ovatrol aufzutragen. Ovatrol selber ist kein Lack, also das wird nicht einfach aufgetragen, es wird hart und fertig ist versiegelt. Ovatrol ist eigentlich so etwas wie ein Roststopper. Ovatrol ist natürlich nur die Marke. Das Rustol da, das ist jetzt das Roststoppöl. Das dringt wirklich hier in die Rostporen ein, stoppt den Oxidationsvorgang und schaut, dass einfach nicht mehr weiter rostet. Da können wir die Patina, wie jetzt zum Beispiel hier auf dem Gepäckträger, sieht man es gut, die können wir so konservieren, behalten, ohne dass der Rost weiter frisst. Das heisst, wir haben so die gute Substanz, die wir noch haben, können konservieren, können den Lack so behalten, wie er ist, müssen hier nichts groß machen, nichts überlackieren. Dazu gibt es noch eine Versiegelung, mit der kann man dann schlussendlich nochmal über alles drüber. Das ist dann wirklich wie ein Klarlack, gibt nochmal krassen Glanz drauf und es ist wirklich abriebfest, nicht wie jetzt da, nicht klebrig, aber halt so nicht ganz fest ist. Da sieht man jetzt relativ gut. Ich kann mir vorstellen, da sind jetzt 3 Schichten Ovatrol drauf und der Lack der ist pumpenvoll mit dem Zeug. Beim Rost da sieht man aber in der Mitte ist es schon glänzig, schon richtig gesättigt. Auf der Seite ist es aber eher wie so ein bisschen abgetrocknet. Das heisst, also der Rost hat das wirklich aufgenommen, aufgesogen, ist jetzt langsam voll mit dem. Wie gesagt, eine Schicht mache ich noch und dann ist das Ganze fertig. Über da sieht man es auch ganz gut. Und außen dran haben wir halt schon den richtig tiefen Glanz. Und das ist außerdem auch sehr, sehr geile Farbe. Wenn man die Originalfarbe anschaut, hier im Tank hinein, die tiefen Glitzerelemente. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. Bei meinem Velux, den habe ich auch mit Ovatrol behandelt. Dort habe ich aber einfach mit einem Baumwolllumpen Ovatrol drauf und alles ganz fein eingerieben. Bei diesem Projekt, wo ich so richtig dicke Ovatrol-Schicht wollte, habe ich es mit einer Spritzpistole gemacht. Das ist übrigens eine BGS-Spritzpistole, bei uns im Shop erhältlich. Und mit der ist das recht gut gegangen. Da braucht keine spezielle Düse, da muss man nicht verdünnen, nichts. Da kann man wirklich einfach hier einfüllen, dann schön fein einfach spritzen und nicht zu viel auf einmal, weil auch Ovatrol kann anfangen zu laufen. Alle lackierten Teile, ja, schön und gut, aber ein Mofa besteht ja noch ein bisschen mehr als aus dem. Das wird ja ein Original-Patina-Projekt und meine erste Idee war, Speicher alle raus, ganz neue Linux-Speicher rein und gut ist. Bin ein bisschen gehatet worden für das intern und alle haben gesagt, nein, unbedingt die verrosteten Speicher behalten, solange sie noch gut sind. Ist natürlich auch ultra geil, da sieht man für mich noch, dass das noch ein wunderschöner Felgenring ist. Den muss man natürlich sowieso behalten. Und jetzt zu der Frage, die rostigen Speicher, die einfach aufbereiten oder neu rein. Was meinen ihr? Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich brauche da wirklich eure Hilfe. Der Motor hier, den muss ich komplett aufmachen, durchschauen, das ist noch ein 50er, das heisst, es hat noch eine Kette drin. Entweder umbauen oder, wenn ich aber eigentlich geil fände, so lassen, aufbereiten, schauen, dass er super läuft und vielleicht ein bisschen Kraft hat. Das ist also sicher der nächste Punkt. Motor, Räder, alles wieder zusammenbauen und das Ding endlich im Laufen sehen, so wie es sollte. Da müssen wir uns natürlich auch noch abmühen. Das ist ja die riesige Banane. Und der Sick hat mir versprochen, dass man noch ein neues Gabelrohr dreht. Das heisst, ich werde also das noch abtrennen, das neue Gabelrohr einschweißen. Und dann kann man das wirklich wieder richtig brauchen. Beim Ovatrolisieren ist übrigens Schutzkleidung und Maske auch absolut wichtig, weil das Zeug geht richtig schön auf die Lunge. So, da was hier noch der Rest ist, mache ich jetzt als letzte Schicht noch einmal drüber. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Abo und ein Like da. Und jetzt lackiere ich noch die letzte Schicht drauf. Auf den Heben, Freddy.